Hallo zusammen, ich bin Tobias Und ich bin die Anna und wir zwei sind immer noch zusammen auf unserer Alpenüberquerung unterwegs. von Berchtesgaden nach Lienz und heute nehmen wir euch mit auf die dritte Etappe von Maria Alm zum Statzerhaus. Ja, und die heutige Etappe kennt nur eine Richtung, nämlich steil bergauf. Satte 1300 Höhenmetern auf etwa 11 Kilometern gilt es zu überwinden. Ja, und wie ihr aber hier schon seht, wir sind schon oben. Und die Stärke der Tour ist die schöne Aussicht, die wir hier haben in alle Richtungen und das nonstop. So schaut's aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hochgekommen sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es direkt am Hotel. Kaum den Hof verlassen, ging es gleich die Straße bergan und kurz darauf in gerader Linie eine Skipiste hinauf. Aus der Hoteltür rausgefallen. Die 3000, nee, nicht 3000, so viel sind es nicht. Die 1300 Höhenmeter, die fangen direkt schon an. So geht's hier hoch. Ich wusste ja, dass Anna auf Höhenmeter steht. Aber gleich 3000 davon müssen es heute nun wirklich nicht sein. Schon gar nicht, wenn man die Skipiste nicht fröhlich hinabwedelt, sondern schnaufend bergauf stapft. Schon nach dem ersten steilen Abschnitt zeigte sich die Stärke der heutigen Tour. Die herrlichen Aussichten. Landschaftlich hat sich im Vergleich zu den ersten beiden Etappen einiges getan. Während wir auf den ersten beiden Etappen noch recht felsig und in teilweise urzeitlich anmutender Landschaft unterwegs waren, zeigte sich die Umgebung der dritten Etappe deutlich entspannter. Mit dem Abstieg nach Maria Alm auf der vorhergehenden Etappe und dem heutigen Aufstieg zum Statzerhaus auf dem Hundstein wechseln wir nämlich zum ersten Mal auf unserer Alpenüberquerung das Gebirge. Von den Berchtesgadener Alpen zu den Salzburger Schieferalpen. Letztere werden auch als die Salzburger Grasberge bezeichnet. Dass diese Bezeichnung sehr zutreffend ist, zeigte sich immer deutlicher im Verlauf der Etappe. Auch wenn wir hier durch eine idyllisch grüne und für Alpenverhältnisse nur sanft geschwungene Almlandschaft wanderten, verlangte die nahezu ununterbrochene Steigung doch einiges an Kraft und Ausdauer. Dabei waren die breiten, recht monotonen Wege und Straßen für unser Durchhaltevermögen nicht gerade hilfreich. Unsere Wanderlust wurde aber vom Bilderbuchwetter, der traumhaften Umgebung und der weiten Aussicht so intensiv gefüttert, dass wir trotz des Weges und der Hitze bester Laune waren. ja, entgegen der Vorhersage, die Sonne brennt. Dementsprechend haben wir uns jetzt mal behutet und ordentlich eingeschmiert. Ja, jetzt geht's weiter den Berg hoch. Und wie ihr hier sehen könnt, die Sonne ließ nun ordentlich Dampf ab, nachdem sie gestern so rüde von den Wolken verdeckt worden war. Was uns bei Mehrtagestouren in bergiger Landschaft immer sehr gut gefällt, ist, dass man bei gutem Wetter regelmäßig Aus- und Rückblicke auf die Tour bekommt. Ja, wenn ihr da hinten diesen hellen Streifen seht, da sind wir gestern runtergekommen. Oh, schon ganz schön weit weg das Ding. An dieser Stelle war Tobi sich ausnahmsweise mal nicht ganz sicher, ob es nun links oder rechts weiterging. Nach Karten- und Wegweiserstudium entschied er sich für links. Nur um kurz darauf nach einem Blick auf die App festzustellen, dass er nach rechts gemusst hätte. Zum Glück hatte ich mich aus Faulheit oder durch ein gewisses Bauchgefühl nicht weit vom Wegweiser entfernt und sparte mir so ein paar Meter. Zu meiner Verteidigung, der Weg war wirklich schlecht zu erkennen.
Ganz besonders nach der langen Wanderautobahn bisher. Leider war der pfadige Teil auf die Querung der Skipiste begrenzt und dann hatte uns die Wanderautobahn wieder. Weiter wie gewohnt, immer schön bergauf. Da die bisher sehr einfache Wegführung den Kopf nicht genug beschäftigte, war es nur eine Frage der Zeit, bis Tobi pünktlich zur Mittagszeit bemerken würde, dass die nun schon fleißig gesammelten Höhenmeter ganz schön an seinen Energiereserven zehrten. Schmeckt's. Dabei lief's gerade so gut, es war nicht mehr ganz so steil. Der Herr muss die Energiereserven schon wieder auffüllen. Dreh dich mal rum, du bist nämlich ganz nass. Oi. Könnt meinen, du bist irgendwo reingehopst. Das ist Punkt 12, ich hab Hunger. Nun, mit frisch gefülltem Tank ging es weiter. Fragt sich nur, wie lange so eine Tankfüllung reicht. So. Und da unten kommt der Tobi. Vielleicht hätte er besser ein Stück Kuchen tanken sollen. Das setzt schneller Energie frei als ein belegtes Brötchen. Zumindest habt ihr jetzt einen ungefähren Eindruck vom Geschwindigkeitsunterschied zwischen uns beiden, wenn es bergauf geht. Das verschafft mir immerhin die Gelegenheit, schöne Blümchen und Landschaftsaufnahmen zu machen. Nein, das ist keine Zeitlupe, das ist Echtzeit. Ja, ich wollte gerade sagen, feier dich mal nicht so. Langsam kommt man auch ans Ziel. Dort hinten auf dem Gipfel übrigens könnt ihr selbiges auch schon erkennen. Das Stadtser Haus auf dem Hundstein. Da es aber noch ein gutes Stück zu gehen war, beschloss ich nochmal ein Trinkpäuschen einzulegen und dabei gleich ein bisschen Magnesium für die müden Muskeln zu nehmen. Weiter ging es, teils über Pfad, teils über breiten Wirtschaftsweg, durch sattgrüne Bergwiesen und an der ein oder anderen Alm vorbei. Diese Etappe führt uns nicht durch abgelegene und schwer erreichbare Berglandschaft, sondern durch gut erschlossenes Gebiet. Neben dem ein oder anderen Landwirt bei der Arbeit trafen wir hier oben lediglich noch auf einen Radfahrer. Vielleicht ist die Region gerade wegen der ausgebauten Wirtschaftswege und den wenigen für den Tourismus bewirtschafteten Almen für Wanderer eher uninteressant. Vielleicht lag die Ungestörtheit heute aber auch einfach am Wandertag unter der Woche. Wir haben es auf jeden Fall genossen.
Wir wollen nichts von euch, wir wollen nur vorbeilaufen. Tun euch nichts. Ja, die sehen eigentlich alle relativ entspannt aus. Wir lassen euch auch schön Platz. Ihr liegt da so schön komfortabel. Gell? Oh, guck mal da. Ganz platt. Hallo. Ja, so teilt man sich die Gegend. Und da man sich bei Bergwanderungen öfter mal den Weg mit Kühen, Pferden, Schafen oder anderen Tieren teilt, ist es wie Anne sagt. Tiere in Ruhe lassen, wenn möglich viel Platz lassen und dann kommt man in aller Regel gut miteinander aus. Annes Talente als Kuhflüsterin sind aber auch immer sehr nützlich. Ja, unser Weg würde eigentlich hier breit weiterführen zum Hundstein, zum Stadthaus. Schild sagt 1,25 Stunden. Jetzt gibt es aber hier neben noch eine Variante. Wahrscheinlich oben ein bisschen mehr über die Höhe hinweg. Auch 1,25 Stunden. Würde ich sagen, probieren wir den nochmal. Anne nickt hinter der Kamera, also auf geht's. Klar nicke ich hinter der Kamera. Eine Möglichkeit, vom breiten Weg wegzukommen, da bin ich natürlich sofort mit dabei. Der Weg entpuppte sich dann als schöner schmaler Pfad mit herrlicher Aussicht. Ein Wegabschnitt voll und ganz zum Genießen. So, jetzt kannst du überlegen. Zurück auf den Weg oder weiter über die Weide? Durchqueren mit Hunden verboten. Pack mal den Hund weg. Ja, aber müssen wir da auch weiter, weil nicht, dass das... Wir können hier lang oder wir können den Weg. Ah ne, dann geh geradeaus weiter, weil der Weg geht ja auch wieder rechts dann. Vermeiden. So rum. Was vermeiden? Ah. Ja, natürlich. Die Kühe sind da nicht begeistert. Ja, aber die sind ja da unten. Wir haben ja auch keinen Hund. Daneben hätten wir der einfache Weg. Aber was machen wir? Wir quälen uns hier einer. Nachdem der Weg bis vor kurzem durchweg ohne Schwierigkeiten und Überraschungen verlief, machte es uns fast Spaß, sich genau parallel neben dem Hauptweg durch Schlammlöcher und Grassoden zu schlängeln. Zum Ende der Etappe wurden wir dann auf den letzten paar hundert Metern nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Auf kurzer Strecke ging es recht unwegsam steil bergauf und dann wollte das Stadtser Haus am Horizont durch einige Kehren und Schwünge des anschließend breit geschotterten Weges einfach nicht näher kommen.
Am Schild, welches kurz vor dem Erreichen des Stadtserhauses die Gott-sei-Dank-Kurve kennzeichnet, war es dann aber doch geschafft. Und das mit einem breiten Lächeln in unseren Gesichtern. Nicht nur wegen dem Erreichen des Etappenziels, sondern auch wegen der humorvollen Begrüßung durch das Schild. Ja, das war unsere dritte Etappe der Alpenüberquerung. Ja, Anne, wie fandest du sie? Also sie war ganz anders als Etappe 1 und 2, von denen waren wir ja beide schwerst begeistert. Diese hier war jetzt sowohl von der Wegführung her als auch von der Umgebung her total anders. Also breiter Weg, immer bergauf, also wir hatten eigentlich gar keinen mal kurz entspannen, war nicht, mal steiler, mal weniger steil, aber immer bergauf. Aussicht satt, wirklich in alle Richtungen, dauernd, je höher man kommt, desto besser natürlich. Gerade hier vom Stadtserhaus aus 360-Grad-Panorama, also wir sehen auch schon, wo es für uns die nächsten Tage dann hingeht. Da erwartet uns noch einiges und wie es die Anne gesagt hat, vorwiegend breiter Weg. Gegen Ende haben wir noch mal ein bisschen die eigentliche Tour modifiziert und haben noch so ein bisschen schmalen Pfad mit eingebaut. Hat sich ganz gut ergeben, weil die beiden Wege liefen ziemlich parallel. Und was auch noch unterschiedlich war, was wir jetzt festgestellt haben, also Etappe 1 und 2 waren sehr gut bewandert, also da war wirklich viel los. Es ist kein Wochenende gewesen und trotzdem, waren schon viele Wanderer. Und jetzt auf der dritten Etappe haben wir eigentlich niemanden getroffen. War ziemlich wenig los. Ganz gegen Ende mal ein Mountainbiker, aber da siehst du halt auch den Unterschied da drüben. Hast du mit Königssee, Keilinger Haus hoch, Saugasse und Steinernes Meer. Steinernes Meer, genau. Da ist halt, das sind Namen, da ist halt ordentlich was los. Trotzdem. Hier ist es etwas beschaulicher. Genau, aber sehr, sehr schön zum Gucken. Also es lohnt sich auch diese Etappe wieder. Vorteil des breiten Weges, auch wenn man hinten raus bei den Höhenmetern ganz schön ins Schnaufen kommt, also die Oberschenkel brennen mittlerweile schon. Man hat doch sehr viel Gelegenheit, einfach mal in Ruhe, auch beim Laufen selbst, ein bisschen das Panorama zu genießen. Also das hat uns dann doch sehr gut gefallen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Etappe wieder.